Liebe Angehörige der FAU, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute melde ich mich wieder einmal mit einem Podcast. Ich habe 3 Themen für Sie vorbereitet. Ich werde zum einen über den Hochschulentwicklungsplan berichten. Ich habe einige Anmerkungen zum nun anstehenden Prüfungszeitraum und das Wintersemester. Und ich werde am Ende noch ganz kurz auf jüngste Forschungserfolge eingehen. Lassen Sie mich mit dem Hochschulentwicklungsplan beginnen. Einige von Ihnen waren ja dabei, als in der vergangenen Woche unsere Strategieüberlegungen im FAU-Dialog präsentiert wurden. Wer keine Gelegenheit hatte, sich einzuloggen und dabei zu sein, der kann sich die Aufzeichnung gerne im Internet herunterladen. Ich bitte Sie auch, wenn Sie die Möglichkeit haben, das zu tun. Warum? Weil eine Strategie nicht das Geringste nutzt, wenn nur die Leitungsebene diese kennt. Die FAU nach vorne bringen, das können wir nur alle gemeinsam. Und im Dialog habe ich die einzelnen Themenfelder vorgestellt, in denen wir uns strategisch aufstellen müssen. Das sind zum einen die 4 bekannten Handlungsfelder: P für People, E für Education, R für Research und O für Outreach, also unser PERO-System. Aber das sind auch die Querschnittsthemen an unserer FAU, die letztlich das PERO-System mittragen. Die Entwicklung unserer Marke FAU, unsere Kultur und unser Selbstverständnis, unsere Kommunikation nach innen und außen. Mindestens ebenso wichtig sehe ich die Themen Diversity, Internationalität, Nachhaltigkeit und alle Bereiche der Infrastruktur von der Campusentwicklung bis hin zur IT-Strategie. Im FAU-Dialog habe ich vorgestellt, wie wir die Marke FAU verstehen und auch verstanden wissen wollen. Unsere Marke, das ist quasi die Essenz, die unsere FAU in den Augen der Welt ausmacht. Die 3 Kernwerte unserer FAU stehen ja schon länger fest und Sie kennen sie: Innovation, Vielfalt, Leidenschaft. Aber wie verankern wir sie in unserer Vision, in unserer Mission, in unserer Haltung zu allem, was wir tun? Bei der Ausformulierung dieses Markenbilds haben wir uns übrigens von einem externen Berater begleiten lassen, Klaus Koch. Klaus ist einer der großen Markenexperten der Branche, der Brands wie die Allianz oder Fresenius betreut, der aber gleichzeitig mit beiden Beinen ganz fest auf dem Boden steht und die Belange und Herausforderungen unserer FAU bestens versteht. Er fühlt sich sogar bereits als Mitglied unserer FAU-Familie. Und er hat damit nicht nur uns bei der Schärfung des Maskenbildes unterstützt, sondern auch unsere Wort- und Bildmarke deutlich modernisiert. Unser Siegel erstrahlt im neuen Glanz, ebenso unser Logo. Unsere Farben sind anziehender, frischer, moderner geworden. Sehen Sie sich das Ergebnis bitte in der Aufzeichnung gerne an und geben Sie uns Ihr Feedback dazu. Am vergangenen Freitag hat auch unser oberstes Entscheidungsgremium, der Universitätsrat, noch einmal einen prüfenden Blick auf die Ergebnisse geworfen und uns sein Go für den Rollout zum 1. Oktober gegeben. Damit ist ein großer Schritt in Richtung eines klaren Profils geschafft. Noch nicht ganz geschafft ist freilich die Vorlesungszeit im laufenden Sommersemester. Viele von Ihnen gehen jetzt in die Prüfungen und deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen noch mal kurz die Regeln für die Präsenzprüfungen in Erinnerung zu rufen, damit, wie im vergangenen Semester auch, alles reibungslos und sicher über die Bühne geht. In Gebäuden besteht FFP2-Maskenpflicht. Allerdings kann die FFP2-Maske am Sitzplatz gegen eine medizinische Maske getauscht werden. Das ist für Sie angenehmer, wenn Sie die Prüfung schreiben. Nach wie vor gilt die Abstandsregel von 1,5 Metern. Eine Kontaktdatenerfassung via darfichrein.de oder analog muss leider weiterhin sein. Und für die Anmeldung und den Rücktritt von Prüfungen ändert sich nichts im Vergleich zum Wintersemester. Sie können bis zu Beginn der Prüfung zurücktreten und werden automatisch zum Zweittermin angemeldet, soweit dieser angeboten wird. Und auch diesmal wieder abgelegte Prüfungen zählen. Für das Wintersemester plant die FAU ganz klar wieder mit Präsenzveranstaltungen, besonders für Studienanfängerinnen und Anfänger. Wir gehen davon aus, dass wir in hybriden Formaten, also in einer bedarfsgerechten und sinnvollen Mischung aus Präsenz- und Online-Angeboten lehren und auch lernen werden. Mir ist es persönlich sehr wichtig, dass die FAU im Herbst wieder zu einem Ort der persönlichen Begegnung werden kann. Die meisten Studierenden und Lehrenden, mit denen ich im Austausch bin, wünschen sich wieder mehr Unileben auf dem Campus
und das aus meiner Sicht auch zu Recht. Im Übrigen setzen wir natürlich auf die Impfung. Das heißt im Klartext, wer sich bei uns einschreibt und noch keine Impfung erhalten hat, dem werden wir seitens der FAU entsprechende Möglichkeiten eröffnen. Wir arbeiten daran und ich hoffe, dass ich in Kürze hierzu Näheres berichten kann. Sehr gut läuft es auch im Bereich der Forschung. Der jüngste Erfolg ist eine Förderzusage in Millionenhöhe im Rahmen der Initiative der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. 10 Konsortien werden gefördert, an 4 ist unsere FAU beteiligt. Und für uns ist das deshalb so wichtig, weil Daten quasi die Schätze des 21. Jahrhunderts sind. Und wenn es gelingt, Daten aus öffentlichen Forschungsprojekten besser für die Wissenschaft verfügbar zu machen, dann werden wir davon in der Forschung auch sehr profitieren. Gerade auch an unserer FAU, an der das Thema Data Science durch die Hightech-Agenda Bayern noch einmal massiv Fahrt aufgenommen hat. Dass übrigens auch der eigentliche Universitätsbetrieb von Datenexzellenz und KI profitieren wird, zeigt ein neues Verbundprojekt, das die FAU koordiniert. Gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern wie der Uni Bamberg erhalten wir aus der Bund-Länder-Förderinitiative Künstliche Intelligenz in der Hochschulbildung insgesamt 2 Millionen Euro, um zu erforschen, wie wir künstliche Intelligenz ganz gezielt in der Lehre einsetzen und Studierende individueller unterstützen können. So, und mit diesen guten Nachrichten möchte ich Ihnen eine schöne Restwoche wünschen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die restlichen Tage und Wochen des Semesters und natürlich auch für die Prüfungen. Bleiben Sie gesund.